Sie müssen das Memorial sichern und die True Sons ausschalten. Bleibt dieser Außenposten bestehen, werden die True Sons zur Bedrohung für den Campus. Jetzt leg dich! Verdammt, nein! RPG kommt! Wir werden flankiert! Geht sofort in Deckung! Das war's! Lebensfunktionen kritisch. Alles klar! Baue mein Geschütz auf! Aber mit DC-62 nicht mehr weiter transportieren können. Was geht ab, liebe Agents? Ich bin's wieder einmal, euer Goken. Ich heiße euch willkommen in einem weiteren Division 2 Video. Diesmal handelt es sich um den exotischen Revolver Regulus in Kombination mit dem Brusttalent Kopfgeldjäger. Wie der Name schon sagt, ist es wichtig in diesem Bild Kopfschüsse bzw. Kopfschusskills zu erzielen, denn nur so können wir die Power unserer Regulus und dem Talent auf der Brust voll ausschöpfen. Es gibt verschiedene Varianten, wie sich das Bild spielen lässt, und je nach Situation kann man sich mit wenigen Klicks dementsprechend anpassen. Ich zeige euch gleich, auf welche Arten ich es spiele und worauf ich achte. Also kommt mit und passt gut auf. Da ich in dem Regulus-Bild das Bollwerkschild nutze, entscheide ich mich für die Techniker-Spezialisierung. Stellt fest, dass ihr den Pistolenschaden voll ausgeskillt habt. Wir bekommen durch den Techniker einen Fertigkeitenrangpunkt, die EMP-Granate, die mechanische Gegner für kurze Zeit außer Gefecht setzen kann. Zudem bekommen wir 12% Schaden an mechanischen Gegnern. Das Reparaturkit wirkt auch auf verbündete Fertigkeiten-Helfer in Reichweite von 10 Metern. Aber wir bekommen auch den Werkmeister-Drohnenstock. Der hängt bei uns am Rücken und heilt von dort aus unser Schild, falls es beschädigt ist. Partymitglieder, die sich in 5 Metern Reichweite zu einer abgesetzten oder nicht gestörten Fertigkeit befinden, sind immun gegen Schock und Störung. Wir erhalten 15% Bonusrüstung, wenn wir mit einer Fertigkeit zielen, und wir bekommen natürlich wieder Widerstand gegen Impulsgeber. Aber schauen wir uns nun das Bild an. Da ich das Regulus-Bild überwiegend in der freien Welt spiele, habe ich folgendes Loadout abgespeichert. Ich trage die benannte Douglas & Harding Maske Schlagtrauma, habe den exotischen Rucksack Memento, die benannte Walker Harris und Co. Brust Serienmörder mit dem Talent perfekter Kopfgeldjäger, Handschuhe von Cesca, das benannte Wyvernware Holster Krallen raus, das es nur in der Dark Zone gibt. Ihr könnt es allerdings auch aus benannten Kisten bekommen oder sogar, wenn verfügbar, von einem Dark Zone Händler. Und hier die benannten Overlord Knieschoner Gebet des Fuchses. Durch den Bonus von Douglas & Harding bekommen wir zusätzlich noch einmal 20% Pistolenschaden. Wir haben Waffenschaden, 20% Kopfschussschaden, da es sich um den benannten Gegenstand handelt,
kritische Trefferchance als Attribut und kritische Trefferchance als Mod auf unserer Maske. Der Rucksack Memento hat Waffenschaden, Rüstung und Fertigkeitenrang. Hier haben wir jeden Kernattribut quasi einmal vertreten. Das Praktische ist, dass Rüstung und Fertigkeitenrang unser Bollwerkschild direkt um 2 Ränge erhöht. Als Mod haben wir kritischen Treffer Schaden. Das Talent ist Kill bestätigt. Wenn Sie einen Gegner töten, verliert dieser eine Trophäe. Wenn Sie die Trophäe aufsammeln, erhalten Sie eine Stärkung von kurzer und eine Stärkung von langer Dauer. Die erste skaliert mit der Anzahl der angelegten Kernattribute und hält 10 Sekunden. Für jedes rote Kernattribut bekommen wir 5% Waffenschaden, für jedes blaue Kernattribut bekommen wir 10% Rüstung und für jeden gelben Kernattribut bzw. für jeden Fertigkeitenrang, den wir haben auf unseren Gegenständen, bekommen wir 5% Fertigkeiteneffizienz. Hier steht zwar Fertigkeitenschaden, das ist allerdings ein Übersetzungsfehler. Für jede aufgesammelte Trophäe erhalten Sie zusätzlich 300 Sekunden lang 1% Waffenschaden, 1% Fertigkeiteneffizienz und 0,1% Rüstungsregeneration. Bei maximalem Stapel bekommen wir hier 30% Waffenschaden, 30% Fertigkeiteneffizienz und 3% Rüstungsregeneration. Auch hier fließt die Fertigkeiteneffizienz in die Stärke unserer Fertigkeiten mit ein. Das gilt auch für das Bollwerkschild. Die Brust ist die benannte Brust Serienmörder von Walker Harris & Co. Hier bekommen wir 5% Waffenschaden. Wir haben Waffenschaden als Kernattribut, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance als Attribute und als Mod nochmal kritischen Trefferschaden. Das Talent auf der benannten Brust ist perfekter Kopfgeldjäger. Wenn Sie einen Gegner mit einem Kopfschuss töten, fügt der nächste Treffer, den Sie innerhalb von 30 Sekunden mit einer Waffe erzielen, 150% Schaden des Kopfschusses zusätzlich zu. Dieser Schaden ist auf 800% Ihres Waffenschadens begrenzt. Er erhöht sich auf 1250%, wenn Ihr Kopfschussschaden 150 übersteigt. Ich habe es selbst mal getestet, hier steht zwar 150% übersteigt, aber wenn ihr auf exakt 150% kommt, dann gelten auch die 1250% Waffenschaden. Unsere Handschuhe sind von Ceska Viroba. Hier bekommen wir nochmal zusätzlich 10% Chance auf kritische Treffer. Wir haben Waffenschaden, kritischen Trefferschaden und kritische Trefferchance. Das Holster ist das benannte Wyvernware-Holster Krallen raus. Es gibt uns 10% Fertigkeiten-Schaden, was in diesem Bild allerdings weniger wichtig ist bzw. uns nichts bringt. Aber dafür bekommen wir 9% Pistolenschaden dazu, weil es das benannte Holster ist. Als Attribut haben wir nochmal kritische Trefferchance. Wir bekommen 500% Nahkampfschaden. Als Kernattribut hier auch wieder Waffenschaden. Und die Knieschoner sind die benannten Overlord-Knieschoner Gebet des Fuchses. Hier haben wir auch einen Totenstat, denn er gibt uns 10% Gewehrschaden, den wir nicht brauchen. Allerdings haben wir hier 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele, was sehr, sehr stark ist. Wir haben 15% Waffenschaden als Kernattribut und nochmal 6% kritische Trefferchance. Unsere Hauptwaffe in dem Bild ist, wie ihr euch bereits denken könnt, der exotische Revolver Regulus. Wir haben Pistolenschaden und Kopfschussschaden auf unserem Revolver und das Talent Königsmord. Kopfschusskills verursachen eine Explosion im Umkreis von 5 Metern und bewirken bei allen getroffenen Gegnern 400% Waffenschaden und blutende Wunde dazu. Wir haben als Mod 10% Nachladetempo und 20% Präzision auf unserem Revolver. Welche weiteren Waffen ihr euch für dieses Bild aussucht, ist allein euch überlassen. Ich habe hier zum einen die Schrotflinte Vollstrecker, die benannte. Sie hat Schrotflintenschaden und Rüstungsschaden drauf und einen sehr, sehr hohen Grundschaden. Das mit 8 Schuss im Magazin und 160 Schuss pro Minute. Aber was ganz gut ist, ist das Talent Perfekte Salve. 2 aufeinanderfolgende Kills füllen das Magazin auf und gewähren für 10 Sekunden 40% Waffenschaden. Da wir das Talent Perfekter Kopfgeldjäger auf der Brust haben, ist auch unser Schaden mit der Schrotflinte enorm hoch. Und es sollte kein Problem sein, wenn man richtig zielen kann, 2 aufeinanderfolgende Kills mit dieser Waffe zu erzielen. So, die andere Waffe ist die M870 Militärversion.
Sie hat einen noch höheren Grundschaden als die Vollstrecker. Wir haben hier Schrotflintenschaden, Rüstungsschaden und nochmal Schaden gegen ungedeckte Ziele. Und hier habe ich das Talent nah und persönlich. Das Töten eines Ziels aus maximal 7 Metern Entfernung verleiht 30% Waffenschaden für 10 Sekunden. Auch eine sehr, sehr starke Schrotflinte. Die Werte auf diesem Loadout sehen folgendermaßen aus. Mit unserer Regulus haben wir 56% Chance auf kritische Treffer, 93% Schaden durch kritische Treffer und 150% Kopfschussschaden. Es macht hier keinen Sinn, den Kopfschussschaden in die Höhe zu treiben auf Kosten der kritischen Trefferchance bzw. des kritischen Trefferschadens, denn wir wollen auch ohne den Buff auf unserer Brust einen erhöhten Schaden machen, um den Buff so quasi schneller aufzubauen. Hier seht ihr eine weitere Variante, wie ihr das Regulus-Bild spielen könnt. Eine sehr starke Variante. Diese empfehle ich denjenigen unter euch, die gerne Speedruns mit der Regulus machen würden. Wir gehen hier voll und ganz auf Waffenschaden und haben nur einen Rang auf unserem Bollwerkschild, nämlich den wir durch die Techniker-Spezialisierung bekommen. Ich habe hier lediglich 3 Items ausgetauscht. Zum einen den Rucksack, die Handschuhe und das Holster. Diesmal tragen wir einen Providence-Rucksack mit Waffenschaden, Crit-Chance, Crit-Schaden und nochmal Crit-Chance als Mod. Providence gibt uns 15% Kopfschussschaden dazu. Das Talent auf dem Rucksack ist Wachsamkeit, erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%. Nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Die Handschuhe sind die benannten Petrov Defense Handschuhe oder auch Dienstleisterhandschuhe genannt. Hier haben wir Waffenschaden, 8% Rüstungsschaden und wieder kritische Trefferchance. Und das Holster ist das exotische Dodge City Holster mit Waffenschaden, Waffenhandling und Kopfschussschaden. Hier haben wir das Talent Schneller Schütze. Während die Pistole im Holster ist, erhält man alle 0,3 Sekunden einen Stapel. Der geht hoch bis zu 100. Wenn man zur Pistole wechselt, verbraucht der erste Schuss die Stärkung und fügt pro Stapel 10% Schaden zu. Außerdem fügt jeder Treffer Kopfschussschaden zu. Also wenn wir einen vollen Stapel haben, dann haben wir 1000% mehr Schaden für einen einzigen Schuss. Dann müssen wir die Pistole wieder wegstecken, damit der Stapel neu generieren kann. Die Werte mit diesem Bild sehen folgendermaßen aus. Mit unserer Regulus haben wir 58% Chance auf kritische Treffer, 69% Schaden durch kritische Treffer und 175% Kopfschussschaden. Auch eine sehr, sehr starke Variante, wie man das Bild spielen kann. Allerdings Vorsicht, hier haben wir 6-mal Waffenschaden, deshalb ist unser Bollwerkschild nicht besonders stark und auch unsere Rüstung hält nicht viel aus. Für all diejenigen unter euch, die kein benanntes Wyvernware-Holster haben oder auch keine benannten Petrov-Handschuhe, gibt es folgende Möglichkeit. Und zwar könnt ihr immer noch 3-mal Providence anziehen. Achtet dennoch darauf, dass ihr die Brust-Serienmörder habt, also den perfekten Kopfgeldjäger. Und eine Schlagtrauma-Maske ist auch sehr ratsam. Knieschoner sind hier auch wieder Overlord-Knieschoner, weil die 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele nun mal sehr, sehr stark sind. Hier könnt ihr aber auch, wenn ihr alleine spielt, einfach 2 oder 3 Rüstungspunkte auf eure Gegenstände rollen, um somit euer Schild noch etwas zu verstärken. Bei gebufftem Kopfgeldjäger habt ihr immer noch genug Schaden, um alle Gegner mit einem Schuss zu töten. Sollte man auch diese Gegenstände nicht haben, dann funktioniert es auch mit improvisierten Gegenständen. Die Kerngegenstände in diesem Bild sind die Brust, die Waffe und Wachsamkeit sollte man auch nutzen, da es nun mal ein sehr starkes Talent ist. Alternativ geht natürlich auch, wie vorher gezeigt, der Memento-Rucksack. Die Schlagtraumamaske ist nun einmal sehr praktisch, weil wir hier 20% Pistolenschaden bekommen und nochmal 20% Kopfschussschaden. So fällt es uns leichter, die 150% Marke zu knacken und wir können auf den anderen Gegenständen auf kritische Trefferchance oder kritischen Trefferschaden gehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, dann würde ich mich freuen, ihr würdet mir einen Daumen hoch hinterlassen. Gerne dürft ihr den Kanal natürlich auch abonnieren für weiteren Division 2 Content in Zukunft. Ich verabschiede mich in diesem Sinne und gehe noch ein bisschen in der freien Welt farmen. Wer schnell SHD leveln möchte, dem empfehle ich, Convoys zu farmen. Das funktioniert mit der Regulus sehr, sehr gut. In dem Sinne, auf Wiedersehen, bleibt gesund, ich wünsche euch guten Loot und bis zum nächsten Mal.